Name ist Murau. Ich lebe hier mit meiner Familie im Norden von München in unserem schönen Haus. Meine Familie ist mein Mann Robert, meine Tochter Tami und der Laurin. Wir leben hier zu viert und fühlen uns sehr wohl. Ein kleines Geheimnis zeige ich euch später, wohin diese wunderschöne, rote, dramatische Treppe führt. Aber erst führe ich euch unten rum. Kommt mal mit! So, hier ist eins unserer Lieblingszimmer des ganzen Hauses, das Kaminzimmer. Das ist in unserem Neuanbau. Dadurch konnten wir es auch ermöglichen, dass der Kamin bodentief eingebaut wurde, was wir sehr schätzen. Wir verbringen hier viel Zeit zu Happy Hour. Wenn es dunkel wird und wir es uns gemütlich machen, in den Abend einläuten, dann sitzen wir hier und freuen uns über das Feuer. Und natürlich der Hauptplatz über dem Kamin ist immer ein besonderer Platz. Da hängt eins meiner Lieblingsbilder, weil es meine Mama gemalt hat. Ich sehe darin einen Schmetterling und wie gesagt, es ist Mamas Bild und ja, es liegt mir sehr am Herzen. Dann sehen wir hier weiter die Wunderkammer meines Mannes. Wunderkammer deswegen, mein Mann ist ein sehr großer Sammler und dadurch, dass er Arzt ist, hat er auch einen ganz anderen Bezug zu Knochen und Skeletten und Tieren. Von daher ja, ist das eine große Leidenschaft von ihm, die er in seiner Ecke hier auslebt. Unsere Einrichtung, finde ich, oder zumindest ist für uns einzigartig und natürlich besonders, weil ich das Gefühl habe, dass wir bei jedem Stück sehr genau überlegen, ob wir das zu Hause haben möchten. Also es wird ganz viel aus dem Herz entschieden. Wir mischen auch viele Dinge, die eigentlich per se jetzt im ersten Schritt vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen. Wir haben viele alte Sachen, die wir einfach mischen und jedes Ding hier wurde mit Liebe ausgesucht und hat seinen ganz besonderen Platz. Ein weiteres Kunstwerk, das uns sehr am Herzen liegt. Ihr seht hier das Ludwigsmädchen von Willi Rebensburger. Die haben wir damals geschenkt gekriegt zur Hochzeit von unseren Freunden und von der Familie, wo wir uns ja, damit einen Herzenswunsch oder die uns einen Herzenswunsch erfüllt haben, wenn Kunst an so einen schönen Tag erinnert. Und jetzt nehme ich euch noch mit in die Küche. So, jetzt sind wir in meiner Küche, die sehr groß ist, worüber ich mich sehr freue, weil ich gerne koche und das total super finde, dass ich so viel Platz zur Verfügung habe. Und auch die Möglichkeit, mir hier in der Küche meine Lieblingswand einzurichten. Das ist eine Bildersammlung von den Werken, die mir besonders am Herzen liegen. Da sind ganz viele Fotos, Bilder von Familie oder auch von Freunden, also von meinem Opa, von meiner Mama, von meinem Bruder. Aber die zwei Lieblingsbilder von mir ist einmal hier oben der Fuchs von der Jennifer Franzke und der Blick von dem Tier hat mich nicht mehr losgelassen. Und genauso geht es mir mit dem Bild von meinem Bruder. Mein Bruder malt nicht sehr viel, aber dieses Bild geht mir direkt ins Herz. Und ja, immer wenn ich vor der Wand stehe, geht es mir gut. Und hier befinden wir uns jetzt in unserem Esszimmer, wo wir natürlich oft sind, weil wir hier natürlich immer essen und aber auch sehr viel spielen. In unserer Familie wird viel gespielt. Dazu ist der Tisch wunderbar groß genug, aber natürlich auch für große Einladungen für viele Menschen. Ich habe es gern, wenn meine Kinder mit ihren Freunden da sind oder auch Freunde und ein Motto brauche ich da nicht dazu. Tatsächlich habe ich im Moment das Buch Perfekte Dinner entdeckt für mich und bin total begeistert und mein nächstes Projekt ist, dass ich ein Menü nachkochen möchte und da freue ich mich schon riesig drauf. Bei der Farbauswahl im Esszimmer haben wir speziell darauf geachtet, dass es eine warme Farbe ist. Das Petrolblau ist eine Lieblingsfarbe von mir und ich bin hier oft, deswegen kam diese Farbe ins Esszimmer. Wir haben überhaupt im gesamten Haus keine einzige weiße Wand, wir haben nur die Decken weiß gelassen. Das Blaue ist für mich auch so ein bisschen die Wärme, die man unter Wasser hat, so symbolisiert das für mich.
Hinter mir sehen wir nochmal ein ganz besonderes Bild. Darauf ist unsere Tochter Tami zu sehen als Meerjungfrau. Eine sehr düstere, morbide Umsetzung, aber ja, entspricht auch der Umsetzung von Silvia Markris, der Fotografin. Und wir sind stolz und freuen uns jeden Tag darauf, dass wir es immer sehen können. Und eine Überraschung hier kann ich euch noch zeigen. Die hat mein Papa für uns gebaut und dadurch können wir im Esszimmer auch fernsehen. Also meine Lieblingsfarbe ist das Petrolblau. Habt ihr auch eine Lieblingsfarbe? Dann schreibt es jetzt hier unten in die Kommentare und ich freue mich schon auf eure Geschichten. Aber jetzt geht's weiter mit dem Wohnzimmer. Ich nehme euch mit. So. Hier ist unser Wohnzimmer. Ihr seht hinter mir die gemütliche Couchlandschaft. Wir haben uns bewusst gegen eine U-förmige Couch entschieden, da sonst der Rückenbereich vor dem Fenster gestanden wäre, was A, Licht wegnimmt und B, hätten wir nicht mehr in unseren wunderschönen Teich vor den Fenstern gucken können, wo wir nachts den Fischen beim Schwimmen zuschauen können. Dann ist auch hier sehr viel Kunst. Wir haben ein Balkonol an der Wand, einen Anteater, ein schönes Bergbild. Auch hier ist uns die Komposition wichtig, dass es gemütlich und warm bleibt. In dem Bereich haben wir uns eher für Erdtöne, Cognac und Blau entschieden. Wir haben hier nochmal besondere Inseln, Design- oder Dekorationsinseln, die sich im ganzen Haus auch wiederfinden. Hier ist der Lieblingsstuhl von meinem Mann, der sich wunderbar einfügt vor das Bild meiner Mutter. Auch hier nochmal ein extra Designstück, ein Stuhl von Edra, Favela, der uns allen ans Herz gewachsen ist, weil er so besonders ist. Und ich möchte mal wissen, wer ein Schwein bei sich zu Hause hat, aber wir haben es wohl Mui. Unser Einrichtungsmotto lässt sich am ehesten beschreiben mit Alles ist möglich. Die Sachen, die wir hier zu Hause haben, die sind nicht extra gesucht, sondern wir finden die, wir entdecken die bei Ausstellungen, auf dem Flohmarkt, je nachdem. Und freuen uns dann, wenn es bei uns zu Hause einziehen kann. Dazu werden dann teilweise Bilder abgehängt, damit das Neue einen Platz findet. Oder auch gerade bei einzelnen Designstücken schaffen wir Inseln, Inszenierungsthemen, die eine Zeit lang dort bleiben und dann auch wieder ausgetauscht werden. Wir heben natürlich alles auf und dann findet es später wieder einen neuen Platz. So, und jetzt zeige ich euch noch, wo der rote Teppich hinführt. Kommt mal mit! So, und tada! Hier ist unser Flur und gleichzeitig Spielzimmer. Wir haben uns damals total gefreut, dass der Billardtisch bei uns eingezogen ist. Wir spielen hier sehr gerne, verbringen einige Zeit hier oben. Kurz noch zu dem roten Treppenaufgang, dem roten Teppich. Wir haben das damals ausgewählt, dadurch, dass die Treppe ja so eine halbrunde Form hat, hat es sich angeboten, das so richtig dramatisch wie einen schönen Hollywood-Aufgang zu machen. Und das Rot unterstreicht es natürlich noch. Hinter mir seht ihr auch ein geliebtes, relativ neues Stück. Wir haben diesen Federnumhang von Navajo-Indianern hergestellt, im Museum of Natural History in New York gekauft, haben das dort entdeckt und konnten kaum glauben, dass ein Museum so ein schönes Stück verkauft. Haben sie aber getan und es durfte bei uns zu Hause hier im Flur einziehen. Links sehen wir noch eine schöne Bilderserie mit ganz tollen Schwarz-Weiß-Fotografien vom letzten Rolling Stone-Konzert. Also das ganze Thema hier oben im Flur ist eher etwas männerdominiert. Jetzt zeige ich euch noch unser Arbeitszimmer. Hier haben wir damals beim Hausumbau die Wand entfernen lassen und Glas einsetzen lassen. Dadurch ist der Flur heller geworden und kann eben auch zum zusätzlichen Wohn- und Lebensraum werden. Ich liebe diese Wand, diese Tapete von Wall & Deco und ärgere mich jedes Mal bei Videokonferenzen, dass man mich nur hinten mit der weißen Wand vom Regal sieht und nicht mit dieser wunderschönen Tapete.
Und wir sitzen auch tatsächlich manchmal ganz gerne in dem Sponge-Stuhl von Edra, der echt richtig bequem ist. Und das Türkis passt natürlich Bombe zur Tapete. Und wenn ihr auch eure eigene West Wing Home Story drehen wollt, bewerbt euch bitte unter dieser E-Mail-Adresse mit einem Video. So, und ich bin am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen Inspirationen bekommen und bis bald. Tschüss!